Der Bridgestone Butlux BT016 Pro Hypersport. Ein Supersportreifen, der es mit dem S22 aufnehmen kann und dabei auch noch günstig ist. Wir haben es im Test für euch herausgefunden. Hallo bei Bikereifen24. Heute haben wir den Bridgestone Butlux BT016 Pro für euch auf der Honda CBR 600 RR im Test in den Größen 120 70 17 und 180 55 17. Was der Reifen im Hinblick auf Sportlichkeit kann, anbei im Test. Beginnen wir doch einfach mal mit der Platzierung des BT016 Pro Hypersport in der aktuellen Serie der Bridgestone Motorradreifen. Der BT016 Pro ist schon rund 12 Jahre auf dem Markt, wird aber auch heute noch neu produziert und von Bridgestone aktiv auch beworben. Dies liegt vor allem daran, dass der Reifen an sich sehr, sehr solide aufgebaut ist und viele hochwertige Technologien oder beziehungsweise Technologien, die auch heute noch als hochwertig gelten, nutzt. Somit erhält man hier wirklich keinen Reifen, der schon richtig in die Jahre gekommen ist, sondern kann immer noch von vielen Benefits profitieren, die der BT016 Pro mitbringt. So hat der BT016 Pro zum Beispiel einen 3LC Dual Compound, was bedeutet, dass er verschiedene Mischungszonen auf dem Reifen hat und die Schultermischung somit zum Beispiel mehr Haftung in Schräglage gewährt, während die Lauffläche härter gestaltet ist, um mehr Laufleistung zu erzielen. Auch im Hinblick auf die Stahlkordkonstruktion wurde hier viel getan zu dieser Zeit, um mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten zu erreichen und auch die Langlebigkeit zu steigern. Zusätzlich kommt eine Silica Rich X Mischung zum Einsatz, welche eben dann auch bei Nässe ein wirklich gutes Fahrverhalten garantiert und auch bei niedrigen Temperaturen schon den Reifen sehr viel Grip-Level verleiht und ein wirklich neutrales Handling ab den ersten Metern liefern soll. Im Jahr 2011 wurde der Reifen übrigens von PS und Motorrad getestet und er war im damaligen Reifentest auch Testsieger, gerade auf der Honda CBR 600 RR. Jetzt ist eben nur der Punkt, wo siedelt sich in der BT016 Pro ein? Weil viele kennen ihn gar nicht, auch wir selbst haben uns bisher nur sehr wenig mit dem Reifen beschäftigt. Und der BT016 Pro ist tatsächlich ein waschechter Hypersportreifen von Bridgestone. Der Punkt ist halt nur der, dass der S22 quasi die eierlegende Wollmilchsau ist, die alles überschattet und somit auch andere gute Reifenmodelle von Bridgestone eher ein bisschen untergehen. Der BT016 Pro ist dabei natürlich nicht ganz so aktuell und nicht ganz so raffiniert wie der S22. Dafür gibt es den BT016 Pro schon ab rund 190 € pro Satz in der üblichen Supersportgröße, was halt schon ein richtiger Preisknaller ist, wenn man sich überlegt, wie viel man hier zum S22 sparen kann. Da fragt man sich dann auch, okay, brauche ich überhaupt einen S22 auf der Straße als normaler Straßenfahrer oder auch als sehr sportlicher Straßenfahrer? Oder tut es mir hier wirklich auch der BT016 Pro Hypersport? Und wie groß sind überhaupt die Unterschiede? Generell würde ich sagen, der BT016 Pro
siedelt sich im reinen Sportbereich an, mit ganz geringem Rennstreckenanteil, zum Beispiel ein kleiner Track Day geht da schon mal im absoluten Einsteigerbereich oder ein Fahrtraining. Sobald man dann aber wirklich auf Zeiten fährt, wird er nicht mehr reichen. Geht aber von diesem Rennstreckenextrem über diesen Straßensportbereich auch ein bisschen in Richtung Sport-Touring, eben durch das, dass er so eine gute Haltbarkeit über diese verschiedenen Mischungszonen mitbringt. Generell kann man also sagen, der BT016 Pro ist der Vorgänger der S222120 Serie und war damals wirklich die Speerspitze im Programm von Bridgestone und ist heute noch als günstiger Einstieg in die Welt dieser Hypersportreifen verfügbar. Gehen wir einfach mal die einzelnen Wertungspunkte durch. Fangen wir mit dem Trockengrip an und hier muss man wirklich sagen, der BT016 Pro hat in keiner Situation irgendwas vermissen lassen. Es kam nicht einmal zu einem Rutscher am Hinterrad, auch nicht am Vorderrad, beim Beschleunigen in Schräglage, beim harten Beschleunigen, es ist wirklich nicht einmal gerutscht. Da gibt es etliche Reifen, die das nicht so gut können und fast das Doppelte kosten. Hinzu kommt, dass die Aufwärmzeit extrem kurz ist. Bedeutet, man fährt mit dem Reifen los und er ist wirklich sofort da. Man spürt einfach, er funktioniert, er hat Grip. Das ist auch bei niedrigen Temperaturen der Fall. Und somit kann man im Kapitel Grip auf trockener Straße über den gesamten Temperaturbereich von, sagen wir einfach mal 10 Grad, 15 Grad plus bis hoch zu 30 Grad, auch im sportlichen Fahrbetrieb wirklich nur Bestnoten vergeben. Da die CBR 600RR, auf der wir den Reifen jetzt getestet haben, nicht unbedingt Drehmoment oder leistungsstark ist, also im Vergleich zu modernen Superbikes etc., kann es natürlich sein, dass, wenn man ihn jetzt zum Beispiel auf eine KTM Super Duke oder auf eine BMW S1000 schnallt, dass er dann bei extremer Belastung und extremer Fahrweise irgendwann überhitzt bzw. ein bisschen zum Schmieren neigt. Aber gerade in der Mittelklasse so um die 120 PS, vielleicht sogar hoch bis 150 PS oder auf Supermotos im Bereich 60 bis 75 PS ist der BT016 Pro aus unserer Sicht immer vollkommen ausreichend für Straßenfahrer und für extrem sportliche Straßenfahrer. Wer jetzt zum Beispiel den S22 kennt, der weiß ja, dass der S22 auch bei Nässe exzellent funktioniert. Und das gleiche ist auch wirklich beim BT016 Pro Hypersport der Fall. Auch hier waren wir auf Anhieb sofort überzeugt, der Reifen vermittelt viel Vertrauen bei Nässe, ist auch wirklich immer schön auf Temperatur zu halten. Man kann sehr sportlich ohne Rutscher bei Nässe fahren, natürlich mit etwas Verstand an die Sache rangehen, aber die Nasshaftung ist wirklich toll, man hat ein super Feedback bei Nässe. Gleiches gilt auch für den Grip beim Bremsen und Beschleunigen. Und auch hier müssen wir sagen, im Straßenbetrieb, auch im sportlichen Straßenbetrieb, hat uns im Punkt Nassgrip absolut nichts gefehlt. Auch das Bremsen macht mit dem BT016 Pro richtig Freude. Sportliche Verzögern bis in den Radius hinein ist absolut kein Problem. Der Reifen bietet dabei auch immer sehr, sehr viel Feedback. Man spürt förmlich, was er macht. Man spürt auch, dass er richtig schön sich mit dem Asphalt verzahnt. Und die Verzögerungswerte sind solide, da rutscht nichts. Das ABS greift nicht ein. So muss sich wirklich ein sportlicher Reifen anfühlen. Und der BT016 Pro erfüllt all diese Punkte. Und auch hier von uns wirklich ein großes Lob.
Im Hinblick auf die Fahr- und Kurvenstabilität ist der BT016 Pro ebenfalls sehr vorbildlich. Er ist sehr stabil, vermittelt ein gutes Vertrauen auch in tiefer Schräglage und in schnellen, langgezogenen Kurven. Hat man eine wunderbare Stabilität. Bei hohen Geschwindigkeiten verhält sich der Reifen auch absolut neutral, ganz so, wie sich das für so einen Hypersportreifen gehört. Wir konnten jetzt nur in ganz, ganz tiefer Schräglage eine leichte Nervosität bei langsamerer Fahrweise feststellen. Hier gibt es Reifen, die sind da ein bisschen stabiler, aber trotzdem muss man sagen, Stabilität in Kurven und auch bei sportlicher Fahrweise geht vollkommen in Ordnung und konnte uns auf Anhieb überzeugen. Im Hinblick auf die Agilität ist der BT016 Pro wirklich ein sehr schön zu fahrender, agiler Reifen, der ein gutes Einlenkverhalten mitbringt. Er folgt zwar sehr treu der angepeilten Linie, trotzdem sind Korrekturen jederzeit möglich, ohne dass der Reifen nervös wird. Auch in engen Kehren ist der Reifen agil genug, um schnelle Richtungswechsel präzise und vertrauenserweckend umzusetzen. Und hinzu kommt natürlich das hohe Maß an Reifenfeedback, das dem Fahrer wirklich in jeder Situation hilft, den Reifen zu verstehen, das Motorrad zu verstehen, was gerade vor sich geht, wo die Limits sind, wo man noch ein bisschen mehr pushen kann. Also auch hier muss man sagen, wirklich top. Wenn ein Reifen so viel Positives bringt, dann muss er ja auch irgendwo einen kleinen Schwachpunkt haben, und das ist aus unserer Sicht das Aufstellmoment. Zumindest auf der CBR 600RR konnten wir beim starken Anbremsen in Schräglage doch leichte Tendenz zum Aufstellen feststellen, was jetzt aber auch leicht wieder überstimmt werden kann, indem man eben ein bisschen mehr drückt. Aber er verhält sich hier nicht ganz neutral. Das ist im Endeffekt aber nur sehr, sehr geringfügig vorhanden und schränkt die sportlichen Qualitäten des Reifens im Endeffekt nicht groß ein. Wir sind den BT016 Pro Hypersport übrigens mit den Luftdruckempfehlungen des Herstellers gefahren. 2,5 Bar an der Vorderachse und 2,9 Bar an der Hinterachse, was für uns im Straßenbetrieb wirklich auch auf Anhieb super gepasst hat. Da gab es nichts, dass man gesagt hat, müssen wir ein bisschen nachjustieren. Hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Auch das Wärmeverhalten war super, der Reifen hat sich schön aufgewärmt, wurde aber nicht zu heiß, hat auch bei kalten Temperaturen gut funktioniert. Von daher, Luftdruck hatten wir jetzt nichts zu bemängeln oder einzustellen und passt somit schon direkt mit der Herstellervorgabe, zumindest auf der Honda CBR 600RR. Auch das Verschleißbild des BT016 Pro ist sehr homogen. Wir konnten da einen gleichmäßigen Abrieb beobachten. Auch bei starker Beanspruchung raut sich der Reifen zwar etwas auf, wir haben das aber als Zeichen für eine gute Verzahnung mit dem Asphalt gedeutet. Auch bei ganz heißen Temperaturen, sprich sportliche Fahrweise bei 35 Grad Außentemperatur oder mehr, löst sich der BT016 Pro nicht auf oder fängt an zu schmieren, zumindest auf den Mittelklasse-Bikes. Und somit gibt es hier beim Verschleißbild überhaupt nichts zu bemängeln. Die Laufleistung konnten wir jetzt final noch nicht feststellen, da sich der Reifen aktuell noch im Test auf dem Fahrzeug befindet. Laut unserer Kundschaft liegt man hier am Hinterrad je nach Fahrzeug und Fahrweise bei 3000 bis 5000 Kilometer. Das Vorderrad dürfte circa ein Drittel länger halten als der Hinterreifen. So, kommen wir mal zum abschließenden Fazit zum BT016 Pro. Aus unserer Sicht ist der Reifen absolute sportliche Topware, die 90% aller Straßenfahrer zufriedenstellen dürfte. Mehr braucht man eigentlich nicht. Der Reifen ist gerade auch so ein Reifen, auf den setzt man sich drauf, beziehungsweise montiert ihn, setzt sich aufs Bike und fühlt sich sofort wohl. Es gibt wirklich keine Eingewöhnungszeit, er gibt so viel Feedback, er fühlt sich so sportlich knackig an. Man möchte einfach mit diesem Reifen fahren und fühlt sich wohl. Da gibt es Reifen, die brauchen ein bisschen Gewöhnungszeit, das haben wir jetzt beim BT016 Pro überhaupt nicht gehabt.
Nun, was hat uns besonders gut am BT016 Pro gefallen? Das ist halt die sehr sportliche Auslegung, das großartige Feedback, die tollen Allround-Eigenschaften bei jedem Wetter, bei jeder Temperaturlage, das hohe Grip-Niveau. Einziger kleiner Negativpunkt, den wir aber auch vernachlässigen würden, wäre ein wenig das Aufstellmoment und vielleicht die etwas geringe Laufleistung am Hinterrad. Dafür muss man aber halt auch sagen, ja, der Reifen kostet im Satz nur ungefähr 180, 190 Euro je nach Saison. Und das ist halt eben wirklich ein Preis, da kommt man dann schon ins Grübeln. Brauche ich überhaupt teurere Ware wie einen S22 oder irgendwas von der Konkurrenz, was mich halt deutlich mehr wie 250 oder sogar eher schon Richtung 300 Euro kostet? Oder reicht mir das auch? Ganz ehrlich gesprochen, aus unserer Sicht, wir haben mehr davon, wenn ihr einen S22 kauft, da machen wir mehr Umsatz. Aber wir fahren selber sehr viele Reifen, fahren auch gerne sportlich auf der Straße. Und wir sagen jetzt ganz ehrlich, die meisten werden diesen Aufpreis nicht bezahlen müssen. Sie werden wirklich super zufrieden sein mit dem BT016 Pro. Der BT016 Pro ist übrigens in allen aktuellen Größen verfügbar, sprich vom 120er Vorderrad über das 160er Hinterrad bis zum 180er hoch zum 200er. Da hat man wirklich eine große Auswahl an verfügbaren Größen und somit auch passend für eigentlich jedes Motorrad. Im Prinzip ist der BT016 Pro einer der besten Budgetreifen auf dem Markt, den wir aktuell kennen, und der war wirklich eines der großen Highlights für die Saison 2023, was uns extrem positiv überrascht hat. So, wir hoffen, wir konnten euch mit dem Reifentest zum Bridgestone Butlux BT016 Pro Hypersport, ja, sehr langer Name und deswegen vielleicht auch nicht so bekannt, der Reifen, etwas weiterhelfen und euch vielleicht auch mal günstige Alternativen zu den aktuellen Hypersport-Reifen oder den teureren Hypersport-Reifen aufzeigen. Und wir wünschen euch jetzt noch viel Spaß beim Motorradfahren und eine schöne Saison.